Wir sind seit 20 Jahren in Mischenbach und wir sind von Anfang an mit dem Thema organisiert unterwegs, also kleine Schlüsselanhänger, kleine Reiseartikel, kleines, was einem hilft, organisiert unterwegs zu sein. Das ist unser Geschäftszweck, dass wir da Innovationen und kleine Konsumgüter, kleine Geschenkartikel herstellen. Wir erhalten heute auch schon Schlüsselanhänger zurück, die wir vor 20 Jahren ausgeliefert haben. Wir hatten gehofft, der Kunde kauft alle 10 Jahre, aber nach 20 Jahren kommen die zurück und sagen, hier, mir fehlt noch ein Ring, und dann reparieren wir den. Das heißt, wir haben Ersatzteile, wir reparieren solche Teile und das ist dann nachhaltig. Das war der Ansatz, der Beginn der Nachhaltigkeit, dass man langlebig, qualitativ gute Produkte liefert. Das ist so der Beginn, wo das mit angefangen hat. Konkreter kam es dann auf mit den wechselnden Materialien und da sind wir dann auf recycelte Materialien gestoßen und haben im Grunde mit unseren Produktentwicklern gesprochen, dass man dann einen Rucksack, eine Kühltasche, eine kleine Tech, also für meine ganzen Kabel, eine kleine Reisetasche und eine Tech-Pouch auf Neudeutsch, dass wir die in nachhaltigem Material, das heißt recycelten PET-Flaschen, also die Cola- oder Wasserflasche, die wir bei Rewe kaufen, die wir dann zum Recycling geben, wenn wir das richtig Müllrecycling machen. Die werden dann klein geschreddert und dann auf ganz dünne Fäden gesponnen und mit diesem Material werden dann recycelte Textilien hergestellt oder Stoffe hergestellt. Aus denen haben wir dann eine Serie entwickelt, haben das zertifizieren lassen, weil in unserem Bereich, kann man sich vorstellen, gibt es auch viel Greenwashing auf Deutsch. Der eine sagt, er ist grün, und der zweite macht es dann, und da ist immer die Frage, ja, ist das jetzt wirklich nach oder ist es wirklich? Deswegen haben wir das zertifizieren lassen und diese Serie ist nachhaltig grün, also mit Zertifikat versehen, recycelte Materialien für einen Reiserucksack, eine Kühltasche, Tech-Pouch und andere Artikel. Die Wirtschaftlichkeit schon auch mit ein Faktor, aber ich denke, da muss man über die Jahresbilanz hinwegsehen, muss auch mal 3 oder 5 Jahre in die Zukunft sehen und muss dann sagen, okay, und das ist gerade so ein bisschen auf der Kippe, man merkt, dass unsere Kunden, früher war es dann, okay, das ist grün, 1 Euro teurer, nee, ich nehme das andere. Das war ganz schnell entschieden, heute ist es anders und wirtschaftlich denke ich, dass man fast schon dieses Jahr oder nächstes Jahr gar nicht mehr irgendwas produzieren kann, was keinen Nachweis hat oder nicht zumindest sehr, sehr weit im Prozess ist, dass es auch wirklich noch grüner oder nachhaltiger oder besser wird, also wo noch genauer hingeguckt wird. Und deswegen ist das nicht nur die gesetzlichen Vorschriften, sondern schon ein ganz gewisser Eigenrahmen, den man sich da steckt. Und dann helfen natürlich auch die externen Berater oder die externe Zertifizierung, dass die sagen, okay, messt bitte eure Fracht von China nach hier oder messt bitte eure Flüge, die ihr geschäftlich unterwegs seid, so und am Schluss kommt eine CO2-Bilanz raus, die wir erstellen, wo man dann sagt, okay, und wenn die jedes Jahr mal um 1 Million Tonnen sinkt, dann hat man einen Erfolg, nicht nur auf der wirtschaftlichen Seite, sondern dann auch auf der CO2-Seite und das ist dann, denke ich, was einem auch ein ganz gutes Gefühl wieder gibt. Ja.